Moin Leute, wir sind Alex und Franzi und wir sind auf Teneriffa. Wir sind heute Morgen im Norden der Insel gestartet, in Igueste, und starten jetzt erstmal im Anaga-Gebirge und werden dann auf 180 Kilometern die gesamte Insel durchqueren, zunächst Richtung Süden. Und eingeplant haben wir dafür 10 Tage. Das Wetter hier im Norden ist ziemlich unbeständig, deswegen ist es hier aber auch besonders grün. Heute Morgen hat es schon geregnet. In erster Linie waren es die Wolken, die über die Berge runtergezogen sind. Und aktuell werden wir aber mit Sonne belohnt. Wir sind gespannt, wie sich das die nächsten Tage entwickeln wird. Denn allzu gutes Wetter ist nicht angesagt. Aber wir müssen durch. Wir können uns das nicht aussuchen. Apropos durch, geht jetzt erstmal hier lang. Teneriffa ist übrigens kein klassisches Thru-Hiking-Paradies. Es gibt sehr viele Restriktionen. Wir mussten für sehr viele Wege Genehmigungen vorab beantragen. Natürlich auch mit festen Tagen und Zeitfenstern, was es als Thru-Hiker natürlich schwierig macht, möglichst gut zu floaten und eben genau so viel zu laufen, wie man am Tag laufen möchte. Sondern wir haben leider diesmal schon einen recht fixen Plan, wann wir wo sein wollen und auch müssen, wenn wir bestimmte Wege gehen wollen. Also wir sind gerade mal 2 Stunden unterwegs und wir sind schon wieder so richtig drin im typisch kanarischen Feeling. Agaven, Kakteen. Es ist schon wieder so schön und es ist warm. Ich schätze um die 20 Grad. Aber wir laufen hier natürlich in kurzer Hose. Typisches Wanderoutfit. Und wir finden es total super. Ich sag's, wie es ist. Ich bin jetzt schon durchgeschwitzt. Kopf angeschlagen. Der erste. Der erste, ja toll. Ich hoffe, es werden nicht so viele. Ja, einmal nicht aufgepasst. Schon wieder falschen Weg gelaufen. Und jetzt wissen wir auf jeden Fall, wo wir hin müssen. Dauert noch einen Moment, dann haben wir wieder unseren Weg, aber so schnell geht das. Und so schnell ist es dann auch matschig. Aber gut, wir gehen weiter. Draußen. Also das haben wir jetzt geschafft. Jetzt nur noch hier dieses Stück nach oben und dann sind wir wieder auf unserem Weg. Ja, und dann gucken wir mal, wie lange es noch ist, bis wir hier für den Tag heute ganz oben angekommen sind. Irgendwo von hier aus dem Tal sind wir gerade rausgekommen. Und hier ist auch der Weg, den wir eigentlich hätten gehen sollen, den wir aber irgendwie auch unterwegs verpasst haben. Naja, jetzt sind wir wieder drauf. Und dann geht's jetzt hier hoch. Bisschen mehr als 6 Kilometer hinter uns. Und ja, heute ist übrigens der erste Weihnachtstag. Und auf dem Tide liegt Schnee. Nach 9 Jahren das erste Mal. Und das auch nicht seit heute oder gestern, sondern schon, ja, ich weiß gar nicht ganz genau, 3 Wochen vielleicht. Sturm Emilia hat es gebracht, wenn ich mich richtig erinnere.
Wir planen natürlich oben auf den Gipfel zu gehen, auch wenn da der GR 131, den wir ja eigentlich ganz obligatorisch als Inseldurchquerung gehen möchten, dort nicht entlang führt, aber es gehört ja schon dazu auf der Insel. Wenn man schon unten am Wasser startet, dann möchte man auch den höchsten Punkt betreten. Dort liegt Schnee. Es gibt deswegen neue Regularien aufgrund von alpiner Erfahrung, die man jetzt mitbringen muss und eine bestimmte technische Ausrüstung. Das alles könnt ihr hier auf dieser Homepage euch selber angucken, wenn ihr das hier machen möchtet. Unser Tipp ist auf jeden Fall, geht früh genug rein, macht euch mit dem System vertraut. Wir konnten, wenn ich mich richtig erinnere, 3 Wochen vorher unsere Plätze und Wege buchen. Ist nicht gerade praktisch für Fernwanderer gemacht. Es gefährdet immer ein bisschen die Tour, aber wir haben alle Genehmigungen eingeholt. Trotzdem kann es sein, dass wir abgelehnt werden vor Ort, wenn wir dem Ranger begegnen. Deswegen, wir halten euch auf dem Laufenden, was das angeht. Und wenn es nicht da hoch geht, dann geht es halt einen anderen Weg entlang. Jetzt sind wir auf 650 Meter, so hoch, dass wir auch Igeste erkennen können, wo wir heute Vormittag gestartet sind. Und das Meer sieht auch so aus, als hätte es ordentlich Wellengang. Was wir auch buchen mussten, sind übrigens Biwakplätze. Und da es auf denen verboten ist zu zelten, haben wir das Zelt einfach zu Hause gelassen. Das heißt, wir haben für unsere Schlafsäcke solche wasserabweisenden Überbezüge aus Tüvek und einen Tarp. Und dann hoffen wir mal, dass das so klappt. Oben angekommen, also auf der Straße. Der folgen wir jetzt ein bisschen. Und ja, der Marc hat sich gemeldet. Und mir ist gerade aufgefallen, dass ich heute eine halbe Banane gegessen habe. Deswegen erstmal rein mit den Kalorien. As you felt the sting of the thorns, as your feet are tired and warm, but lift up your eyes, you might be surprised. Unsere individuelle Route führt übrigens auch zum Tide. Auch dafür haben wir alle Permits erhalten. Das Problem ist aber, dass es vor einigen Tagen geschneit hat und seitdem der Tide mit Schnee bedeckt ist und auch eisige Temperaturen vorherrschen. Das heißt, wir wissen Stand jetzt einfach auch gar nicht, ob das machbar ist. Wir haben zwar Microspikes dabei, aber je nach Bedingungen oder ja, nach den Konditionen, die wir da vor Ort haben, müssen wir eben entscheiden, ob wir hoch können oder nicht. Wir sind uns Stand jetzt einfach noch nicht sicher. Das wird noch ein kleines Abenteuer. So, der kurze Powernap ist vorbei. Gibt jetzt trotzdem noch mal einen Keks. Ein paar Meter haben wir noch vor uns. Und es geht schon wieder steil bergauf. Und es ist windig geworden. Also da hilft es auch, viel zu essen, um nicht auszukühlen. Lecker. Guten Hunger. Da hinter dieser Berglinie, da sind wir heute Morgen am Meer, fast am Meer gestartet. Ja, und jetzt sind wir hier gerade dieses ganze Stück hier mal rechts, mal links von der Straße, mal auf der Straße gelaufen. Und ja, da geht es jetzt irgendwie noch hoch, hier entlang. Ja, und dann glaube ich auf der anderen Seite wieder runter. Dann sind wir mal gespannt. So, wir machen für heute Pause. Haben jetzt auch ein Plätzchen gefunden. Da werden wir uns ausruhen, damit wir dann wieder weiterlaufen können. Wir haben
Das erste Mal in unserem Leben ein Tarp aufgebaut. So sieht's aus. So, jetzt hat hier genau gerade hier vorne ein Auto gehalten. So ein Pickup, so ein Toyota. Und wir hatten erst gedacht, das ist vielleicht der Besitzer von dem kleinen Haus da vorne. Aber der hat nur kurz gehalten und ist dann weitergefahren. Ja, ich habe jetzt mal geguckt. Diese kleine Straße, das ist noch nicht mal eine richtige Straße, die führt da hin und da ist eine Polizeistation. Das heißt, wir sind auch sehr safe heute. Ja, prinzipiell alles in Ordnung. Achso, eigentlich wollte ich euch zeigen, dass wir das Tarp das erste Mal aufgebaut haben und jetzt anfangen zu kochen. Das war gar nicht so einfach, weil wir das eigentlich noch nie gemacht haben. Und genau, ja, vielleicht kann man es erkennen. Jetzt wird gekocht. So, wir liegen jetzt endlich. Das war ein anstrengender erster Tag. Ordentlich Höhenmeter geschrubbt. Haben jetzt gerade richtig gut gegessen und freuen uns jetzt auf ein bisschen Erholung, dass es morgen weitergeht. Weiter tiefer rein in die Insel. Wir sind gespannt, was kommt und sagen bis dahin gute Nacht. Guten Morgen. Tja, 9 Uhr haben wir, Tag 2. Und der Teide ist zu sehen. Jetzt sind noch ein paar Wolken davor, gerade war es wolkenfrei. So auch die ganze Nacht. Es war auch nicht feucht bis heute Morgen um 7 Uhr. Dann ist die Temperatur nochmal gefallen auf 9,1 Grad und damit unter diesen Temperaturpunkt, wo dann sich die Feuchtigkeit niederschlägt. Und ja, unser Tarp hängt dort am Ende dieses Weges zum Trocknen und wir haben dort hinten geschlafen und wir haben unglaublicherweise wirklich von 9 Uhr bis heute Morgen um 7 geschlafen. Ich glaube, wir haben beide sehr, sehr gut geschlafen und irgendwie es ist dann auch kaum zu glauben, in einer fremden Umgebung auf einer Insel einfach so zu schlafen. Klar, wir waren auch müde und kaputt, aber irgendwie wundert man sich dann trotzdem über sich selber immer. Aber wie gesagt, wunderschön geschlafen. Jetzt müssen wir ein bisschen trocknen, die Sachen sind ein bisschen nass geworden und trinken jetzt einen Kaffee. Und dann denke ich mal, spätestens in einer Stunde geht's los. Dann sind wir schon mal eine Stunde früher unterwegs als gestern. Morgen. Wir haben es endlich geschafft. Alles ist gepackt und berödelt. Das ist auch irgendwie gar nicht so einfach. Wir haben diesmal gefühlt viel mehr Zeug dabei. Also allein dieses neue Biwak-Setup mit allem, was dazugehört. Ja, daran muss man sich erstmal gewöhnen, wie man damit umzugehen hat und wie man es im Rucksack packt. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Weg Richtung San Pedro. Da können wir auch wieder Wasser aufnehmen. Vielleicht gibt es da auch noch ein Cortado für uns. Das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Davon können wir ja nie genug haben. Und dann sind wir mal gespannt, was uns der Tag heute erwartet. Gestern war ja schon mal ein super Anfang. So kann es ruhig weitergehen. Ja, ich befürchte, da laufen wir jetzt genau rein. Es fängt schon an zu tropfen. Oder vielleicht ist es auch nur eine Wolke. Man weiß es nicht genau. Aber es ist halt immer die Frage, wann ist der Zeitpunkt, wo man sich die ganzen Regenklamotten anzieht? Also schwitze ich mehr mit Regenklamotten an und werde dadurch nass? Oder durch den Regen? Vielleicht ist es aber auch so wenig Tropfen, dass es einfach so durch den Wind wieder trocknet. Ja, nach einer kleinen unverhofften Pause an der Kirche Ermita de San Pedro, wo ein
kleiner, uralter Shop, Bar war mit einem sehr, sehr netten alten Herren, der Kaffee, Bier, Spirituosen und natürlich Wasser, Cola angeboten hat. Da haben wir jetzt gerade noch ein bisschen Müsli gegessen, einen Kaffee getrunken, Toilette besucht und jetzt geht es wieder bergab, nachdem es ja heute nur bergab, jetzt geht es bergauf, wo es ja heute den ganzen Tag nur bergab ging. So, hier sind wir heute früh irgendwo runtergekommen und jetzt waren wir eben an der Ermita San Pedro und sind schon wieder ein ganzes Stück jetzt nach oben gestiefelt. Toller Blick aufs Meer, blauer Himmel und hier zwischen den Kakteen sieht man, wo es für uns weitergeht. Das Wetter ändert sich so schnell. Gerade noch strahlend blauer Himmel und es ist schon wieder jetzt alles zugehangen. Krass. So viele Mikroklimata hier auf der Insel. Und ich meine, wir fangen ja gerade erst an. Gerade erst zweiter Tag. Puh. Wer weiß, was uns da noch alles erwartet. Ja, aber fängt auch schon wieder an mit dem leichten Niesel. Beim ersten Mal haben wir es ausgehalten. Keine Regensachen angezogen. Mal gucken. Geht auf jeden Fall gerade richtig los. Mist. Hier weiter. An der Flanke. Wir folgen einem ganz besonderen Guide. Heute tierische Begleitung. So, nachdem wir jetzt heute den ganzen Tag in diesem Tal gelaufen sind, geht's jetzt da runter. Sieht dunkel aus. Naja, wir werden sehen. Es geht nach Las Carboneras. Da geht es jetzt für uns hin. Ja, also von da oben, wo die Straße ist, wie das Schild, das er einem gerade nett sagt, geht es jetzt hier runter und dann wieder hoch. Nach unserer kleinen Pause an der Ermita machen wir uns jetzt auf die hoffentlich letzten 6 Kilometer des Tages zu unserem ausgemachten Ziel für heute. Wir müssen jetzt schauen, dass wir hier nochmal Wasser aufnehmen können. Wir haben eine eingezeichnete Wasserquelle an einem Spielplatz. Wir hoffen, da gibt es was. Ansonsten müssen wir wohl oder übel nochmal zurück und irgendwo fragen. Es gab keine Restaurants oder Cafés oder ähnliches. Wir bleiben gespannt. Quelle gefunden. Also scheinbar. Vielleicht auch nicht. Ah, nee. Okay. Also es ist nicht das Wasser, was hier über die Straße läuft, sondern ist hier oben der richtige, echte Wasserhahn. Wir gucken mal, was rauskommt. Yes. Nice. It's gonna turn. First you build
a dream up just to watch it burn. It's easier to settle for the change, take a few scraps and just walk away. But I still believe when the chips are down, you will find your way up, lifting off the ground. I can see it like a sunrise on the hill. When you make it through the night, you're gonna feel. Hold on, you got this. All that you wanted. Okay, geschafft. Also, hier hat auf jeden Fall der Sturm, der auch den Schnee auf den Tide gebracht hat, einiges an Schaden hinterlassen. Das sieht alles sehr frisch aus. Suchen tun wir übrigens einen Mirador, den wir als möglichen Schlafplatz auserkoren haben. Den müssen wir noch finden. Oha. Ich würde mal sagen, das hat sich gelohnt. Nice. Oh. Geil. Mega gut. Ja gut, Ausblick sieht man nicht ganz so viel, aber perfekte Fläche. Oh! Ich freue mich. Ja. Nice. War auch ein langer Weg bis hierher. Cool. Dann machen wir uns mal ready. Es ist 21 Uhr. Wir liegen jetzt endlich in den Federn. Haben gerade noch draußen gegessen. Ein bisschen mit den Schnecken gekämpft. Das war ein kleines Problem. Die haben sich einfach überall festgesetzt. Aber haben wir gelöst. Und sind hier übrigens auf fast 900 Meter. Sind auch ein bisschen exponierter. Also hier weht schon ein laues Lüftchen. Vorne haben wir so ein bisschen in den Wolken gesteckt. Aber wir sind optimistisch, dass es eine gute Nacht wird. Hatten auf jeden Fall auch schon einen tollen Ausblick nach draußen. Beziehungsweise nicht nach draußen, sondern runter ins Tal. Und hoffen, dass es jetzt auch eine gute Nacht wird. Und sagen mal, bis morgen. Ciao, ciao. Ja, Freunde, die ersten 2 Tage sind geschafft. Und wir fanden das Anaga-Gebirge atemberaubend schön. Das Wetter an diesem Winter ist sehr unbeständig, kühl und nass. Wir können nur hoffen, dass es einigermaßen halten wird. Morgen werden wir La Esperanza erreichen, dem Trailhead des GR 131. Später ist Aufmerksamkeit gefordert, da viele Wege im mittleren Inselabschnitt gesperrt sind und scheinbar nicht begehbar. Vergiss nicht, einen Daumen nach oben dazulassen und wenn auch du das Abenteuer suchst, abonniere gerne den Kanal, dann sehen wir uns hier zur nächsten Episode wieder.